Kapitel 1 – Der erste Schultag. Jonas ist 8 Jahre alt. Er lebt mit seinen Eltern in Oslo. Er freut sich auf die Schule. Er denkt, in der Schule werde ich viel lernen. Am ersten Schultag ist Jonas nervös. Es sind viele Kinder in seiner Klasse. Die Lehrerin heißt Frau Holm. Sie lächelt. Frau Holm sagt, Hallo, Kinder. Sagt mir eure Namen. Jonas ist schüchtern. Er sagt seinen Namen leise, ich heiße Jonas. Die anderen Kinder hören ihn kaum. Ein paar Kinder lachen leise. Jonas fühlt sich unsicher und traurig. Die Klasse beginnt zu lesen. Jonas hat Probleme mit den Buchstaben. Sie tanzen vor seinen Augen. Er denkt, warum kann ich die Buchstaben nicht lesen? Er versucht, seine Probleme zu verstecken. Frau Holm bemerkt es. Sie fragt, brauchst du Hilfe, Jonas? Jonas schüttelt den Kopf. Er sagt, nein, er will nicht, dass die anderen Kinder es wissen. Er schämt sich und fühlt sich ausgeschlossen. Am Ende des Tages geht Jonas mit einem schweren Herzen nach Hause. Morgen wird er wieder zur Schule gehen müssen, doch er weiß nicht, ob er den Mut dazu finden wird. Kapitel 2 – Die Probleme beginnen. Der zweite Schultag beginnt. Jonas ist aufgeregt und hat ein flaues Gefühl im Bauch. Er denkt, vielleicht klappt es heute besser. Doch seine Probleme bleiben bestehen. Die Klasse liest laut vor. Jonas sieht die Wörter, aber sie ergeben keinen Sinn für ihn. Wieder bemerkt Frau Holm seine Schwierigkeiten. Sie fragt freundlich: Möchtest du uns etwas vorlesen, Jonas? Jonas wird nervös. Er stottert und liest nur sehr langsam. Die anderen Kinder flüstern und kichern. Jonas spürt, wie sein Gesicht heiß wird. Er möchte am liebsten weglaufen und sich verstecken. In der Pause bleibt er allein auf einer Bank sitzen. Er starrt auf den Boden und denkt: Warum bin ich so anders? Warum kann ich nicht lesen? Nach der Schule läuft Jonas schnell nach Hause. Seine Mutter fragt, wie war dein Tag, Jonas? Er murmelt leise, es war okay. Doch innerlich ist Jonas traurig und verzweifelt. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Kapitel 3 – Ein neuer Freund. Am nächsten Morgen ist Jonas immer noch bedrückt. Er hat Angst vor der Schule und denkt, ich will nicht hingehen. Seine Mutter versucht ihn zu ermutigen: Jonas, du musst zur Schule gehen. Es wird besser, ich verspreche es dir. Langsam macht sich Jonas auf den Weg. Er fühlt sich verlassen und klein.
In der Pause setzt sich Jonas wieder auf die Bank, allein und mit gesenktem Blick. Doch plötzlich kommt ein Junge auf ihn zu. »Hallo, ich bin Peter«, sagt er mit einem freundlichen Lächeln. Peter setzt sich neben Jonas und fragt, »Warum sitzt du hier ganz allein?« Jonas schaut verlegen auf den Boden. »Ich kann nicht lesen«, flüstert er leise. Peter lächelt verständnisvoll. »Das ist nicht schlimm. Jeder hat seine Schwierigkeiten. Ich helfe dir gerne, wenn du möchtest.« Zum ersten Mal seit Tagen spürt Jonas eine kleine Erleichterung. Er lächelt schüchtern zurück. Zurück in der Klasse setzen sich Jonas und Peter nebeneinander. Frau Holm sieht, dass Jonas heute etwas glücklicher aussieht. »Jonas, möchtest du heute etwas vorlesen?« fragt sie sanft. Jonas zögert, sein Herz schlägt schneller. Doch dann hört er Peters leise Stimme, »Du schaffst das.« Jonas nimmt allen Mut zusammen und liest. Zwar langsam, aber konzentrierter als je zuvor. Die anderen Kinder sind überrascht, und niemand lacht. Zum ersten Mal fühlt sich Jonas stolz. Er denkt, vielleicht wird es doch wirklich besser. Kapitel 4 – Schwierigkeiten zu Hause. In der Schule fühlt sich Jonas etwas besser. Peter ist jeden Tag an seiner Seite und hilft ihm geduldig. Doch zu Hause wird es nicht leichter. Jonas' Eltern sind besorgt und wissen nicht, was sie tun sollen. Seine Mutter fragt eines Abends seufzend, warum kann Jonas nicht lesen wie die anderen Kinder? Sein Vater antwortet nachdenklich, vielleicht braucht er einfach noch mehr Zeit und Geduld. Wir müssen üben. Sie setzen sich gemeinsam mit Jonas hin und versuchen, die Buchstaben zu üben. Aber schon nach kurzer Zeit wird Jonas müde. Die Buchstaben tanzen vor seinen Augen hin und her. Verzweifelt sagt er, ich verstehe es einfach nicht, Tränen der Frustration steigen ihm in die Augen. Seine Mutter bemerkt seine Traurigkeit sofort. Sie zieht ihn liebevoll an sich, streichelt ihm über den Kopf und flüstert, alles wird gut, Jonas. Wir schaffen das zusammen. Wir finden eine Lösung. Am nächsten Tag sprechen Jonas' Eltern mit Frau Holm in der Schule. Jonas hat große Schwierigkeiten beim Lesen, sagt seine Mutter besorgt. Können Sie ihm helfen? Frau Holm nickt verständnisvoll. Ich habe es auch bemerkt. Vielleicht braucht Jonas spezielle Unterstützung. Es gibt eine Lehrerin, Frau Müller, die auf solche Fälle spezialisiert ist. Jonas hört das Gespräch mit und wird nervös. Was bedeutet spezielle Hilfe? Bin ich wirklich so anders als die anderen?
Nach der Schule nimmt Frau Holm Jonas zur Seite. Es gibt jemanden, der dir helfen kann, sagt sie sanft. Frau Müller ist sehr nett und kennt sich gut aus. Sie wird dir zeigen, wie du besser lesen lernst. Jonas nickt, doch in seinem Inneren brodelt die Angst. Er will nicht, dass die anderen Kinder davon erfahren. Was, wenn sie ihn auslachen? Mit einem Kloß im Hals denkt er, bin ich wirklich so anders? Kapitel 5 – Die erste Stunde mit Frau Müller. Jonas ist nervös. Heute hat er seine erste Stunde mit Frau Müller. Er geht langsam ins Klassenzimmer. Es ist ruhig und leer. Frau Müller begrüßt ihn freundlich. Sie sagt, Hallo, Jonas. Keine Angst. Jonas setzt sich hin. Er fühlt sich klein und unsicher. Frau Müller gibt ihm ein Buch. Sie sagt, wir lesen zusammen, Schritt für Schritt. Jonas schaut auf die Buchstaben. Sie sehen immer noch verwirrend aus. Frau Müller lächelt. Das ist okay, Jonas. Lass dir Zeit. Jonas liest langsam. Er macht Fehler, aber Frau Müller korrigiert ihn sanft. Du machst Fortschritte, sagt sie. Es ist schwer, aber du wirst es schaffen. Jonas fühlt sich ein wenig besser. Er sieht, dass Frau Müller ihm wirklich helfen will. Nach der Stunde sagt Frau Müller, du bist nicht allein, Jonas. Viele Kinder haben diese Probleme. Jonas ist überrascht. Er fragt, wirklich? Bin ich nicht der Einzige? Frau Müller nickt. Ja, es gibt viele Kinder wie dich. Und alle können lernen. Jonas lächelt zum ersten Mal an diesem Tag. Er fühlt sich weniger allein. Er denkt, vielleicht kann ich es wirklich schaffen. Auf dem Weg nach Hause fühlt sich Jonas leichter. Er hat Hoffnung. Kapitel 6 – Ein Geheimnis teilen. Jonas hat jetzt jeden Tag eine Stunde mit Frau Müller. Er merkt, dass es ihm hilft. Er erkennt die Buchstaben immer besser. Aber er erzählt den anderen Kindern nichts davon. Es bleibt sein Geheimnis. In der Pause sitzt Jonas oft mit Peter zusammen. Peter bemerkt, dass Jonas glücklicher ist. Er fragt, warum bist du so fröhlich? Jonas schaut nervös sich um. Dann sagt er leise, ich bekomme Hilfe beim Lesen. Peter lächelt und sagt, das ist gut, Jonas. Du wirst immer besser. Jonas ist erleichtert. Er hatte Angst, dass Peter ihn auslachen würde. Stattdessen sagt Peter, ich kann dir auch helfen, wenn du magst. Jonas nickt dankbar.
Er merkt, dass Peter ein echter Freund ist. Frau Holm bemerkt die Veränderung bei Jonas. Sie sagt zur Klasse, seht mal, wie gut Jonas heute liest. Die Kinder sind überrascht. Niemand lacht. Alle sind leise und hören zu. Jonas fühlt sich stolz. Er liest weiter, langsam, aber sicher. Nach der Schule sagt Peter, du hast heute super gelesen, Jonas. Jonas lächelt und sagt, danke, Peter. Ohne dich und Frau Müller wäre ich nicht so weit gekommen. Jonas geht nach Hause mit einem leichten Herzen. Er spürt, dass er endlich Fortschritte macht. Kapitel 7 – Ein schwerer Test. Die Schule bereitet einen wichtigen Lesetest vor. Alle Kinder in der Klasse müssen teilnehmen. Jonas hat Angst. Er denkt, was, wenn ich wieder versage? Frau Holm spricht mit Jonas vor dem Test. Sie sagt, mach dir keine Sorgen, Jonas. Gib einfach dein Bestes. Peter flüstert zu Jonas, du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Jonas nimmt seinen Stift und schaut auf das Blatt. Die Buchstaben tanzen wieder vor seinen Augen. Er atmet tief ein. Er denkt an Frau Müller und ihren Rat, du bist nicht allein. Langsam beginnt Jonas zu lesen. Er versteht einige Wörter. Er fühlt sich etwas besser. Die anderen Kinder schreiben schnell. Jonas ist der Letzte, der abgibt. Am Ende des Tests fühlt sich Jonas müde, aber auch stolz. Er hat sein Bestes gegeben. Am nächsten Tag gibt Frau Holm die Ergebnisse zurück. Jonas' Hände zittern, als er sein Blatt nimmt. Er sieht seine Note. Es ist nicht perfekt, aber besser als früher. Frau Holm lächelt. Sie sagt, du hast große Fortschritte gemacht, Jonas. Peter klopft ihm auf die Schulter. Gut gemacht, Jonas. Ich wusste, dass du es kannst. Jonas lächelt breit. Er kann es kaum glauben. Er hat es wirklich geschafft. Auf dem Heimweg denkt Jonas, vielleicht bin ich doch nicht so anders. Er fühlt sich stärker und selbstbewusster als je zuvor. Kapitel 8 – Die Elternüberraschung. Jonas kommt glücklich nach Hause. Er will seinen Eltern die gute Note zeigen. Seine Mutter sieht ihn lächeln und fragt, wie war dein Tag, Jonas? Jonas zeigt ihr stolz das Blatt. Schau, Mama, ich habe einen guten Test geschrieben. Seine Mutter liest die Note und umarmt ihn. Ich bin so stolz auf dich, Jonas. Sein Vater kommt ins Zimmer. Was ist los? Fragt er neugierig.
Jonas zeigt ihm den Test. Sein Vater lächelt. Gut gemacht, mein Junge. Das ist ein großer Fortschritt. Jonas fühlt sich glücklich und geliebt. Es ist das erste Mal, dass er sich so sicher fühlt. Am Abend sitzen die Eltern mit Jonas zusammen. Sie sprechen über die Schule. Seine Mutter sagt, Jonas, du arbeitest so hart. Wir sind sehr stolz auf dich. Sein Vater fügt hinzu, Frau Müller hilft dir wirklich gut, oder? Jonas nickt. Ja, sie ist sehr nett. Sie versteht mich. Die Eltern schauen sich an. Sie sagen, wir möchten etwas Besonderes für dich tun, Jonas. Jonas ist überrascht. Was ist es? Fragt er neugierig. Seine Mutter sagt, wir haben beschlossen, einen Ausflug zu machen. Nur wir drei. Jonas strahlt vor Freude. Wirklich? Wohin gehen wir? Sein Vater lächelt. Das ist eine Überraschung. Aber du wirst es lieben. Jonas geht an diesem Abend ins Bett mit einem glücklichen Herzen. Er fühlt, dass er nicht allein ist. Kapitel 9 – Der Ausflug. Der Tag des Ausflugs ist endlich da. Jonas wacht früh auf. Er ist aufgeregt und glücklich. Seine Eltern haben alles vorbereitet. Sie sagen, zieh dich warm an, Jonas. Es wird ein langer Tag. Jonas fragt, wohin fahren wir? Seine Mutter lächelt und sagt, du wirst es sehen. Sie steigen ins Auto und fahren los. Jonas schaut aus dem Fenster. Die Aussicht ist wunderschön. Nach einer Stunde sagt sein Vater, wir sind fast da. Jonas kann es kaum erwarten. Sie kommen an einen See. Die Sonne scheint, und das Wasser glitzert. Das ist wunderschön, ruft Jonas. Seine Eltern nicken. Ja, wir dachten, dir würde es gefallen. Sie machen ein Picknick am See. Jonas isst sein Lieblingsbrot mit Käse und trinkt Apfelsaft. Sein Vater zeigt ihm, wie man Steine über das Wasser hüpfen lässt. Jonas lacht und versucht es auch. Nach dem Essen sagt seine Mutter, wir haben noch eine Überraschung, sie zeigt auf ein kleines Boot. Möchtest du eine Bootsfahrt machen, Jonas? Fragt sein Vater. Jonas' Augen leuchten vor Freude. Sie setzen sich ins Boot. Sein Vater rudert, und Jonas sitzt vorne. Das Wasser ist ruhig, und der Wind fühlt sich angenehm an. Jonas schließt die Augen und lächelt. Das ist der beste Tag, denkt er. Er fühlt sich frei und glücklich. Am Abend fahren sie nach Hause. Jonas ist müde, aber glücklich.
Er denkt, meine Eltern verstehen mich wirklich. Ich habe Glück. Er schläft ein und träumt vom See und dem Boot. Es war ein perfekter Tag. Kapitel 10 – Ein neuer Anfang. Nach dem Ausflug fühlt sich Jonas stärker und glücklicher. Er merkt, dass er nicht mehr so viel Angst vor der Schule hat. Frau Müller bemerkt den Unterschied. Sie sagt, du hast dich sehr verbessert, Jonas. Ich bin stolz auf dich. Peter sagt, du liest jetzt viel besser. Bald wirst du einer der Besten in der Klasse sein. Jonas lacht. Ich habe noch viel zu lernen, sagt er bescheiden. Die Klasse beginnt, ein neues Buch zu lesen. Jonas kann jetzt fast alles verstehen. Frau Holm fragt, wer möchte als erster lesen? Jonas hebt zögernd die Hand. Die Kinder in der Klasse schauen überrascht, aber niemand lacht. Alle hören aufmerksam zu. Jonas liest laut und deutlich. Er macht nur wenige Fehler. Er fühlt sich mutig und stark. Als er fertig ist, klatscht die ganze Klasse. Jonas kann es kaum glauben. Peter sagt, ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffst. Jonas lächelt breit. Nach der Stunde spricht Frau Holm mit Jonas. Sie sagt, du hast hart gearbeitet. Du bist ein Vorbild für die ganze Klasse. Jonas nickt. Es war nicht leicht, aber ich habe es geschafft, sagt er stolz. Am Ende des Tages geht Jonas nach Hause mit einem leichten Herzen. Seine Mutter wartet auf ihn. Sie fragt, wie war dein Tag, Jonas? Jonas sagt, es war mein bester Tag. Ich habe heute laut vor der Klasse gelesen. Seine Mutter umarmt ihn und sagt, ich bin so stolz auf dich, Jonas. Jonas lächelt und denkt, das ist wirklich ein neuer Anfang. Ich habe keine Angst mehr. Er geht ins Bett und schläft glücklich ein. Jonas weiß, dass er alles schaffen kann, wenn er hart arbeitet und niemals aufgibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr habt die Geschichte genossen und habt dabei euer Deutsch verbessert. Lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr Geschichten hören wollt. Auf Wiedersehen und bis bald.